Und dann war halt mein größter Wunsch mit 18, dass ich halt das Auto von meiner Mutter übernehmen kann. Ja, der Golf 3, der ist zu mir gekommen durch meine Mutti. Also der hat damals war das Auto meiner Eltern und da habe ich mich in das Auto verliebt irgendwie. Die hat mich damit zur Schule gefahren, auch zur Berufsschule. Und dann war halt mein größter Wunsch mit 18, dass ich halt das Auto von meiner Mutti übernehmen kann. Und den Wunsch hat sie mir erfüllt. Ja, und da ging das mit der Leidenschaft los, sag ich mal. Also erstmal war ich froh, dass ich ein eigenes Auto hatte. Und ich sag mal, zu meiner Zeit Golf 3, da warst du dann was, wa? Und dann muss ich sagen, also durch Kumpels. Also ich hatte zwei Kumpels, die hatten auch Golf 3, die hatten also quasi ein kleines Fahrwerk drin gebaut, ein paar Felgen drauf, Auspuff dran. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich dachte, machst du das auch mal. Ja, dann haben wir die ersten Treffen angefahren damals. Und da wurde ich vom Tuning-Virus infiziert, sag ich mal. Also am Anfang war ein 6040 Fahrwerk drin, Borbit-Felgen, was jeder so hatte. Rückleuchten wurden getauscht, also damals waren weiße Rückleuchten drin von Hella und Golf 4 Optik, Scheinwerfer von Hella. Ja, ein Grill ohne Zeichen. Dann hatte der Golf keine lackierten Stoßstangen. Da haben wir uns dann beim Kumpel in der Garage nächtelang mit Schleifen und Füllern um die Ohren geschlagen. Und ein anderer Kumpel, der war Lackierer, Lehrling. Und der hat dann quasi in der Garage vom Kumpel unsere Stoßstangen, unsere Grills, unsere Anbauteile, alles lackiert. Also ich habe den Golf damals im Alltag genutzt, also der hat mich überall hingefahren, damals dann auch wieder Berufsschule und dann kam Bundeswehr. Also ich war in Berlin stationiert und da hat der Golf mich halt ständig nach Berlin gefahren. Und dann hatte ich einen Unfall auf der Autobahn, also das war eigentlich so der Anstoß zu dem Totalausfall, sag ich mal. Ja, also der sollte eigentlich seine Farbe behalten, der war damals in Dragon Green lackiert. Der sollte eigentlich nur clean werden. Ich hatte auf dem Treffen einen Golf 3 gesehen, der war komplett clean und das hat mich so geflasht und da habe ich gedacht, das brauchst du. Ja, da ich aber in der Hinsicht zwei linke Hände habe, musste ich mich damals an eine Firma wenden und die haben halt die Karosse bearbeitet. Die haben die Türen komplett gecleant, die Radläufe aufgeschnitten, verbreitert im Blech. Die Heckklappe wurde teilgecleant, Motorhaube im Blech verlängert. Die Motorhaube wurde auch gecleant, also die Wischdüsen wurden entfernt. Stoßstangen wollte ich auch komplett clean haben. Haben wir damals GFK-Stoßstangen vom Ingo Noack verbaut. Ja,
Und dann sollte der Lack grün werden, genau. Und ich wollte aber, ich habe so ein Faible für Glitzer und dann sollte der Glitzer, also so Flakes rein. Ja, war aber auf dem grünen Lack nicht so umsetzbar, also wäre nicht so optisch top gekommen. Ja, und dann kam halt die Zeit dieser Custom-Lackierung. Ja, da hat es mich wieder geflasht. Ja, und dann kam eins aufs andere und dann wurde mit der Firma Krause Lackierung, nee, Krause Tuning in Torgau wurde sich kurz geschlossen und die haben da mit mir zusammen halt ein Konzept entwickelt. Wir haben halt in der Ami-Szene geguckt, diese Hot Rod-Szene. Die hatten ja viel mit Tri-Wet. Ja, und dann hatten wir 2, 3 Sachen uns rausgesucht und haben aus diesen 2, 3 also versucht, einen Stil zu mixen, der auf den Golf passt. Ja, und dann wurde halt unten Gold, dann dieses rote Treibe und oben war ein Fortgrün, was viel schwarz rüberkam, aber es war halt ein Grün und da rein wurde, da kamen dann meine Flakes rein. Ja, so kam das dann halt so. Ja, zum Thema Motor, das ist ein 1,4er, 60 PS, werde ich von einigen Leuten teilweise belächelt. Aber ich bin der Meinung, also mein Auto, das gehört zu mir, seit ich 18 bin, eigentlich schon länger. Und der Motor ist für mich das Herz vom Auto. Und der hat mich halt noch nie hängen lassen. Also der Motor hat noch nie gestreikt, der hat mich überall hingebracht. Und solange wie der Motor laufen möchte, läuft er in dem Auto. Und wenn der Motor irgendwann mal sagt, ich möchte nicht mehr, dann überlege ich mir, eventuell einen neuen Motor einzubauen. Also das Ding ist, ich habe schon bestimmt mindestens 6 Jahre überlegt, das Auto umzulackieren. Habe auch ein paar Mal überlegt, den zu verkaufen, weil irgendwann ist ja mal die Luft raus. Was ich natürlich nie machen werde, aber manchmal hat man ja den Flitz. Ja, dann kam die Überlegung, mal umzulackieren, weil irgendwann hast du dich satt gesehen. Und ich finde auch, langsam ist leider die Zeit der Custom-Lackierung vorbei. Ja, da war halt das Problem was. Also es waren diverse Lacke, Farben, Designs im Gespräch. Aber das habe ich alles immer wieder verworfen, weil ich immer der Meinung war, ich wäre nicht glücklich damit, wenn das Ding umlackiert ist, weil in dem Design habe ich das Auto 16 Jahre gefahren. Ja, und irgendwann hat meine Frau mal zu mir gesagt, du standest schon immer auf Effektlack. Du hast schon immer gesagt, wenn du nochmal umlackierst, dann nimmst du einen Effektlack. Und da das Auto ja so diese 90er, 2000er Schiene ist und bleiben sollte, der sollte ja oldschool bleiben, habe ich mich letztendlich für einen Chameleon-Lack entschieden jetzt, ja. Den Lack direkt gibt es keinen Namen, weil das ist eine Eigenkreation von meinem Lackierer. Das ist eigentlich ein No-Name-Lack, also nicht mal was, sag ich mal, was Standox oder House of Colors. Das ist eigentlich nicht mal was Teures, aber er hat den halt mit Pigmenten so umgemischt, dass der halt wirklich in 7 Farben schimmert. Also den Namen kann ich tatsächlich nicht sagen. Also bei der Neulackierung ist es nicht geblieben. Das Auto wurde komplett nochmal karosserietechnisch bearbeitet. Und zwar wurden die Radhäuser
nochmal schmäler gemacht als vorher. Die wurden komplett nochmal aufgeschnitten, neu verschweißt. Und zwar aus dem Hintergrund, das Auto war bei 0 Bar nicht rollbar mit den Felgen. So. Und da das ja beanstandet wird heutzutage, wie so viel anderes auch, war halt das Ziel, dass das Auto bei 0 Bar rollbar ist. So, und das wurde halt mit dem Neubau der Radläufe realisiert. Und eine neue Motorhaube ist auch drauf. Und die muss natürlich auch gecleant werden. Also das heißt, die Wischdüsen weg. Die Stoßstangen sind jetzt auch mittlerweile neu. Es sind keine GFK-Stoßstangen mehr. Die wurden halt per Plastikschweißen gecleant. Und auch die Türen wurden nochmal bearbeitet von innen. Also na gut, nach 16 Jahren hat das Auto halt die Brauchspuren. Ich fahre das nur auf Achse. Und die Türen mussten auch nochmal ein bisschen Kosmetik über sich ergehen lassen. Ansonsten war es das eigentlich. Ja, da muss ich ein ganz großes Dankeschön auch an Christian, also meinen Lackierer, Schrägstrich Karosseriebauer, sagen, weil der hat sich so reingehangen, der hat das komplette Auto nochmal für mich komplett quasi überholt, sag ich mal. War mein Hochzeitsauto. Also ich bin mit dem Auto quasi mit meiner Frau vom Standesamt weggefahren. Also das zur Hochzeitslocation, und unsere Hochzeit war auch so ein bisschen wie so ein kleines Tuning-Treffen auf Vizoren. Also, und da standen halt die Autos auch geschmückt, also auch der Käfer von meiner Frau. Und die Autos standen da halt quasi als Fotohintergrund. Also wir haben die Fotos, unsere Hochzeitsfotos vor dem Auto gemacht. Und, ja. Also das ist das, womit ich mich am meisten identifiziere mit dem Auto, sag ich mal, die Hochzeit. Interieur, also Ausstattung ist aus dem Vento, wollte ich haben, weil tatsächlich nur im Vento diese Mittelarmlehne in der Rückbank ist. Und Leder habe ich gesehen beim anderen Golf 3 auf dem Treffen. Der hatte auch so die Sitzflächen mit Babystrauß-Optik. Und das hat mir ganz gut gefallen und das habe ich dann auch gemacht. Also es ist komplett braunes Kunstleder. Und die Sitzflächen halt Babystrauß-Optik. Das Armaturenbrett war tatsächlich nicht so der Plan. Eigentlich sollte es mal beledert werden, aber da dann die Tanks in diesem ähnlichen Braun wie das Leder lackiert wurden und in der Mitte am Lehne war noch so ein Plasteteil, das haben wir auch so lackiert. Dann kam das Lenkrad. Das haben wir dann auch in den Braun lackiert und dann habe ich mir so gedacht, ja, dann kannst du eigentlich auch die ganzen Plastikteile am Armaturenbrett auch in diesem Braun lackieren lassen. Und ich finde, passt echt cool und passt auch noch geiler zu dem neuen Lack, finde ich. Also viele Leute haben, nachdem der neu lackiert wurde, zu mir gesagt, hast du eine neue Ausstattung drin? Ich sage, nee, die war schon immer. Und das ist denen vorher nie aufgefallen, dass diese Ausstattung schon da drin war. Das kommt halt jetzt mehr rüber durch die Lackierung. Ja, bedanken möchte ich mich auf jeden Fall an allererster Stelle bei Christian. Außerdem möchte ich mich bedanken auf jeden Fall bei Andi, der Christian auch immer sehr zur Hand gegangen ist beim Auto. Gerade was die Verkabelung und alles angeht, die Verlegung der Luftleitung. Dann möchte ich mich bei meinem Bruder bedanken für Besorgen der Teile. Bei Markus möchte ich mich bedanken für, du weißt schon.
Und natürlich ein ganz großes Dankeschön an meine Frau, dass die meine ganzen Macken hier erträgt und mitmacht. Aber das Gute ist, ich habe halt eine Frau, die selber von diesem Virus infiziert ist und ich glaube, die versteht mich. Also vielen Dank für das Interesse an meinem Golf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mal in die Kommentare, feiert ihr noch den 90er-Stil, das Oldschool? Was hat euch besser gefallen, der alte Look, der neue Look? Schreibt einfach, würde mich freuen. Bis die Tage, man sieht sich.